Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Sei schlau und schau. Und zwar, heute haben wir wieder hier eine DeLonghi Kaffeemaschine und wir können hier schon im Display sehen, hier erscheint zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Drehknopf drücken und ja, hier haben wir dieses Problem und dieses Problem können wir, indem wir natürlich alles machen, was hier gewünscht ist, aber diesen Fehler können wir hier leider nicht beseitigen. Wie ich das Ganze aber dennoch lösen kann, das zeige ich gleich nach dem Intro. Ja, zuallererst, wie immer, entfernen wir das Gerät zuallererst vom Strom. Danach entfernen wir hier den Wassertank. Und danach haben wir hier auch solch eine Klappe und dahinterhalb befindet sich unsere Brüheinheit. Und diese Brüheinheit, diese können wir rausnehmen. Und ja, hier kann man mal sehen, ob hier Schmutz vorhanden ist. Ich kann das Ganze jetzt auch hier oben haben wir hier auch noch der Brühkopf und ja, auch hier kann man schauen, ob alles hier schön sauber ist, beziehungsweise sollte alles schön sauber sein. Das kann man hier mit einem feuchten Lumpen hier rauswischen. Und als nächstes werden wir hier auch diese Schraube lösen. Ja, Schraube entfernen wir. Und ja, das hat dieser Grund, denn ich vermute, beziehungsweise das Ganze ist hier relativ dreckig und wir werden das Ganze jetzt hier sauber machen, obwohl das Sieb hier sieht eigentlich sehr gut aus. Es gibt schlimmere Varianten, wo das Ganze dann richtig schwarz ist. Wir werden das Ganze hier erstens mal überprüfen, reinigen. Man kann auch die ganze Brüheinheit auseinandernehmen. Man kann hier auch testen, wenn hier ein Schwergang vorhanden ist, sollte das Ganze hier schön eingefettet werden. Ich werde das Ganze jetzt mal in heißes Wasser so 20 Minuten einlegen, dann gründlich durchspülen und ja, das Sieb wieder montieren. Und als nächstes könnte man auch noch überprüfen, ob das Mahlwerk wirklich zu fein eingestellt ist. Es könnte natürlich auch sein, wenn wir das Ganze jetzt hier aber überprüfen, können wir anhand vom Kaffeesatz eigentlich schon erkennen, dass es eigentlich nicht zu fein ist, sondern eigentlich genau richtig. Obwohl, man kann aber auch hier das Mahlwerk feiner einstellen, sollte das gewünscht sein, aber wir sind hier schon relativ grob. Das Ganze sollte aber während dem Mahlen gedreht werden, damit das Mahlwerk nicht defekt gehen kann. Ich werde das Ganze jetzt hier reinigen und danach die Maschine erneut testen. Es kann natürlich auch sein, dass das Magnetventil ein Defekt hat, aber zu 99% wird es an dieser Brüheinheit liegen und ja, wir werden das Ganze jetzt gleich testen. Ja, man kann hier schon sehen, es kommt ordentlich Schmutz raus. Wir werden das Ganze jetzt wirklich warm einschalten, danach etwas einlegen und solltet ihr ein Spülmittel oder sowas verwenden, ist es danach immer ganz wichtig, das Ganze hier neu einzufetten, damit die Brüheinheit wirklich einfach zu bewegen geht. So, wir legen das Ganze jetzt ein und wir sehen uns gleich im nächsten Schritt. Ja, jetzt wo wir alles wieder schön gereinigt haben, schließen wir bzw. montieren wir hier das Sieb wieder drauf. Wie gesagt, das kann eine mögliche Ursache sein, die sehr einfach zu beheben ist und selbst zu überprüfen. Was es natürlich auch noch sein könnte, das wäre dann die Pumpe bzw. das Membran oder ein Schlauch, wo zu wenig Wasser kommt.
dass der Fehler verursacht wird. Ja, jetzt habe ich das Ganze montiert. Jetzt werde ich hier diese Führung noch einfetten. Und ganz wichtig beim Probelauf, dass die Maschine bzw. die Brühenheit hier trocken ist. Die sollte nicht nass sein. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier öfters hoch und runter schieben, bis das Ganze sehr einfach und leicht geht. Ja, soweit, so gut. Wenn wir das Ganze jetzt hier eingefettet haben, dann würde ich sagen, schließen wir die Maschine wieder an und testen das Ganze, ob es was gebracht hat. Ansonsten, wie gesagt, müsste man hier, wir werden ja sehen, ob es uns auch hier betrifft. Ihr müsst schauen, ob das Mahlwerk nicht zu fein eingestellt ist. Das könnte man machen. Die Fehlermeldung kann dann auch natürlich kommen, wenn die Brühenheit voll mit Kaffeepulver ist und das zu fein gemahlen ist, dass das Wasser hier nicht durchrinnt. Wie gesagt, man könnte auch hier die Brühenheit noch zerlegen und schauen, ob es hier einen Defekt hat. Aber wir werden das Ganze jetzt hier testen. Ja, dazu führen wir jetzt die Brühenheit wieder so ein, sprich die Grundposition, dass das Ganze ganz oben ist. Stecken das Ganze wieder hinein, bis es eingerastet ist. Danach setzen wir auch hier den Wassertank wieder in die Maschine, die Schublade. Ich werde jetzt hier noch etwas Bohnen hinzugeben. Ihr könnt natürlich auch überprüfen während des Mahlens, ob hier überhaupt feines gemahlenes Pulver durchgeht. Ansonsten könnte natürlich auch das Mahlwerk einen Defekt haben, weil es wird gemessen, ob hier genug Pulver bzw. Wasserdurchfluss durch die Brühenheit vorhanden ist. Und ja, wir starten das Ganze jetzt nochmals und werden gleich sehen, was uns jetzt die Maschine sagt. Jawohl, es steht jetzt schon mal hier aufheizen. Jawohl, der Spülgang beginnt schon mal und wir können schon mal feststellen, das Wasser, jawohl, fließt vorne. Schon mal ein gutes Zeichen. So, jawohl, jetzt kommt schon mal die Meldung Kaffee, dass das Ganze bereit ist. Und ja, ich werde die Tasse jetzt leeren und gleich einen Testkaffee starten. Jawohl, Tasse wurde geleert. Ich werde jetzt hier einfach mal, ja, sagen wir jetzt mal einen Kaffee starten. Einen normalen. Bohnen haben wir drinnen. Und wie gesagt, jetzt hatten wir, ja, es war zu spät, konnten wir sehen hier, das Mahlwerk malt zumindest. Und jawohl, und die Ausgabe vom Kaffee scheint auch schon zu funktionieren. Jawohl, die Fehlermeldung scheint verschwunden zu sein. Wie gesagt, wir konnten jetzt dieses Problem nur durch die Reinigung der Brühenheit beheben. Könnte aber natürlich gesagt auch noch woanders liegen, zum Beispiel hier an der Pumpe. Dazu müsste man die Rückwand hier entfernen. Und ja, wie man zur Pumpe kommt oder wie man das Gehäuse hier öffnet, das seht ihr hier in meiner Playliste von anderen DeLonghi-Maschinen. Ja, liebe Freunde, so wie es aussieht, hat die Reparatur einwandfrei funktioniert.
Wenn ich euch helfen konnte, beziehungsweise den Fehler einzugrenzen oder den Fehler auch zu beheben, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, mich abonniert, beziehungsweise liked oder Fragen habt, kommentiert, damit auch durch den Algorithmus von YouTube andere Personen davon informiert werden. Bis dann und ciao!